Willkommen zur Procreate Art Factory, kurz und knackig. Ihr wisst, in dieser Kategorie geht es ein bisschen darum, dass wir so ein paar wesentliche Dinge, die Procreate uns bietet, einfach auch mal benennen, erklären, sodass man nicht immer wieder überlegen muss, wie war das nochmal, wie kann ich das nochmal machen, sondern ihr habt dann euer Repertoire, ihr baut das immer mehr auf von einem Tutorial zum nächsten und findet die Sachen vor allen Dingen im besten Fall auch wieder, und wenn nicht, guckt ihr einfach nochmal nach. Die Videos bleiben ja online. Das ist ja das Schöne. So, heute möchte ich eine relativ einfache Sache erklären. Die ist tatsächlich, die ist tatsächlich total simpel, aber die ist ganz wunderbar. Und zum einen geht es um folgenden Punkt. Ich mache es mal ganz kurz vor. Ich gehe jetzt mal auf Malen. Ich nehme mal den Rundpinsel. Ich nehme als Farbe mal Magenta. Es ist ja im Grunde genommen fast ein bisschen egal. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe einen Strich. Oh, das ist ein bisschen zu dick. Ich ziehe einen Strich, halte den Stift auf dem Blatt und siehe da, er ist gerade. Habt ihr es gesehen? Ich mache es nochmal. Ich mache den vielleicht ein bisschen krummer. Halte ihn, der Strich ist gerade. Wenn ich den Stift weiterhin halte, kann ich ihn sogar nochmal hin und her bewegen und diverse Richtungen anpeilen. Und das ist wirklich ganz wunderbar. So, die zweite. Was ihr dann auch feststellen werdet, wenn ihr jetzt Striche macht, die ein bisschen krumm sind, dann verwandelt er die eben auch in ganz eckige Geschichten. Es kann hilfreich sein, ich habe es noch nicht gebraucht, aber es ist gut zu wissen, dass es funktioniert. Und das, was für die Linie funktioniert, funktioniert natürlich auch für Kreise und Ellipsen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ellipse ziehe und jetzt den Stift halte, dann habe ich eine Ellipse, die ganz regelmäßig ist. Was bei der Ellipse geht natürlich auch, wenn wir einen Kreis machen möchten. So, das heißt, wir ziehen einen annähernden Kreis, so ein bisschen Augenmaß haben wir dafür ja. Wir halten den Stift und es wird annähernd ein Kreis. Wenn ich jetzt mit zwei Fingern auf das Tablet gehe, formt sich der Kreis komplett. Wenn ich die Finger wegnehme, haben wir den Kreis. So, wenn ihr das nicht mit dem Finger machen möchtet, können wir das auch mit einer Funktion machen, die hier hinterlegt ist. Das heißt, wir gehen wieder einfach zum Ende hin. Wir lassen los, gehen hier oben auf Form bearbeiten, klicken statt Ellipse Kreis an und wir haben einen Kreis. Also auch damit können wir tatsächlich einen ganz regelmäßigen Kreis schaffen und damit dann dementsprechend arbeiten. So, das ist letztendlich eine ganz schöne Funktion, denn gerade regelmäßige Kreise oder Ellipsen oder gerade Linien mit so einem Programm zu zeichnen, ist ja sonst fast unmöglich. Deswegen Procreate, sei Dank, es ist hinterlegt und wir können es da ganz einfach machen. Und wenn wir das üben wollen, dann finde ich es immer ganz schön, wir üben das tatsächlich in einer Form, dass wir gleich auch so eine kleine Arbeit machen und mal schauen, was ist denn damit alles so möglich. Ich bleibe jetzt mal auf einer Ebene. Ich nehme statt des Rundpinsels einfach unter Kalligrafie die Monolinie, drehe die ruhig mal, ach nee, ich lasse die so, wie sie ist, und mache jetzt erstmal gar nichts anderes, als einfach nur Linien zu setzen in einer Farbe und die irgendwie zueinander zu positionieren über das ganze Blatt und mehr und versuche einfach mal so ein Muster zu entwickeln, was ich so ganz spontan, ganz charmant finde, warum auch immer. Das sollen wir jetzt auf einer künstlerischen Ebene gar nicht weiter durchdenken. So, und dann mache ich im selben Moment tatsächlich mal einen Kreis, so, kann den in dem Moment, wo ich den Stift halte, natürlich auch noch mal ein bisschen größer machen. Mache jetzt mal eine Ellipse, setze auch die ein bisschen größer und bewege sie ein bisschen hin und her. Ups, der Strich war zu viel. Machen wir nochmal. So, also eine Ellipse, ich halte den Stift, drehe und bewege sie irgendwo hin. So, und mache dann vielleicht nochmal in einer anderen Farbe, nehmen wir mal ein stechendes Magenta dazu. Nochmal eine kleine Ellipse, drehen die auch nochmal irgendwo hin. Das war wieder ein Strich zu viel. Das passiert, wenn man zu viel möchte zur gleichen Zeit. So. Und wir machen gleich jetzt nochmal einen Kreis, wie wir es gerade auch gemacht haben, also annähernd einen Kreis. Wir gehen mit zwei Fingern drauf, haben den Kreis, können den in dem Moment auch noch ein bisschen verändern, vergrößern, bewegen und machen das vielleicht direkt nochmal. Das wird wieder eher eine Ellipse, das ist aber auch völlig in Ordnung. Und die schieben wir hier mal so ein bisschen raus. So, und was wir jetzt machen können, wir können uns die verschiedensten Farben nehmen
Und jetzt, was wir ja auch schon gelernt haben in einem der vorigen Tutorials, wir können es einfach Flächen füllen und daraus so ein ganz grafisches Muster machen, ganz spielerisch und einfach mal gucken, was da passiert. Wir können die Farben immer wieder variieren, da neue Farbkombinationen ausprobieren. Und mal abgesehen davon, dass es einen Heiden Spaß macht, trainiert man aber auch seine Fingerfertigkeit ein bisschen mit so einer Möglichkeit und auch sein Farbverständnis. Denn man muss sich ja schon auch sehr bewusst überlegen, welche Farben nehme ich überhaupt und wie baue ich die zusammen. Und daraus, oder was heißt daraus, das ist letztendlich schon ein äußerst kompositorischer Akt, den man da begeht. Nämlich immer wieder die Fragestellung, welche Farben, wohin, wie viel Platz nehmen die ein, wie viel Raum nehmen die ein. Und ihr seht, wenn ich das Ganze ein bisschen vergrößere, dann kann ich natürlich auch die kleinsten Stellen füllen und daraus ein ganz schönes Gefüge machen, wohin immer so etwas auch geht. Aber es macht erstmal Spaß. Wenn ihr zufällig Kinder habt, ist das auch eine ganz schöne Möglichkeit, Kinder mal spielerisch an solche Sachen heranzuführen. Ich meine gar nicht unbedingt das Gerät, sondern auch künstlerisch zu arbeiten und spielerisch Kunst zu machen. Das ist eben auch ein ganz schöner Aspekt, den wir hiermit wirklich trainieren können. Früher gab es auch so analoge Geschichten, mit denen man arbeiten konnte, aber das ist heute natürlich ganz bequem. Und was ihr jetzt seht, das ist auch so eine ganz typische Sache. Wir haben ja auch in einem der Tutorials schon mal angesprochen, wenn wir jetzt eben auf eine bestehende Sache gehen, sprich auf ein, in dem Fall Liniengefüge, überträgt sich die Farbe auf das Liniengefüge dementsprechend. So, ich würde es jetzt fast schon so stehen lassen. Ich finde, das Weiß ist eine ganz schöne Geschichte und ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr diese Funktion weiter ausprobiert und eine ganze Serie an kleinen Kunstwerken macht. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Procreate Art Factory kurz und knackig. Seid neugierig, welche Funktion wir dann vorstellen. Bis dann, macht es gut.